Herzlich willkommen in der Präzisionsfertigung des Fraunhofer IPT. Heute zum Thema Präzisionsglasreplikation. Hier fertigen wir gerade Werkzeugformeinsätze im duktilen Schleifen und dazu unterhalte ich mich mit Tim Grunwald. Hallo Tobias. Hallo Tim. Was sehen wir hier? Was wird gerade hier gefertigt? Das hier ist wirklich schon einer der Kernprozesse in der Glasumformung. Das heißt, hier werden die Werkzeuge gefertigt, mit denen später das Glas abgeformt wird. Und hier sieht man schon, das ist ein äußerst kleines Werkzeug, sehr filigran. Wir können das aber auch ganz anders, aber genauso präzise. Und das sieht man hier draußen mal in dieser kleinen Vitrine. Da geht es dann um simultane Fertigung mehrerer Optiken oder Replikation mehrerer Optiken. Ganz korrekt. Hier sprechen wir vom Wafer-Level Molding. Das heißt, hier formen wir wirklich sehr, sehr viele kleine Optiken in einem Schuss ab und können somit natürlich die Effizienz des Prozesses bedeutend erhöhen. Super. Nachteil ist allerdings, wir müssen uns hier um den Werkzeugverschleiß große Sorgen machen. Und Verschleiß ist genauso das richtige Stichwort für den nächsten Schritt der Prozesskette. Wir sind hier bei der Beschichtung. Das heißt, auf die Werkzeuge wird eine schützende Schicht aufgebracht, um später die Werkzeuge im Kontakt mit dem heißen Glas zu schützen. Und wenn wir soweit sind, können wir dann auch schon die Werkzeuge einbauen in unsere Glasumformmaschine. Okay, also alles direkt auf engem Raum. Alles direkt auf engem Raum. Das ist einer der großen Vorteile hier am Institut. Hier drüben sieht man unsere Glasumformmaschinen, relativ unspektakulär. Und der große Nachteil dabei ist, man kann eben den Prozess nicht wirklich beobachten. Man hat so ein kleines Fenster zum Reinschauen, aber vom Prozess selber sieht man eigentlich nichts. Jetzt steht im Rahmen von ACOP die Digitalisierung stark im Fokus. Ja. Ihr seid nicht ganz unbelastet. Was habt ihr in der Vergangenheit schon gemacht? Ja, ganz genau. Weil das eben so ein Blackbox-Prozess ist, haben wir uns gedacht, wie kann man da so einen Blick in die Prozesskammer ermöglichen? Und das haben wir dadurch erreicht, indem wir die Prozessdaten live aufnehmen, in eine Datenbank speisen und darauf basierend auch eine FEM-Simulation berechnen. Und so kann man dann wirklich das gegeneinander spiegeln und Prozesseingriffsgrenzen besser deutlich machen, das Ramp-up des Prozesses beschleunigen und so weiter. Das heißt, wir steigern Qualität, wir steigern Produktivität, verringern Ausschuss, erhöhen die Standzeit der Werkzeuge. Ganz genau. Wo geht's hin? Jetzt habt ihr quasi Digitalisierung, im Rahmen der Digitalisierung die Simulation und die Abformung miteinander vernetzt. Ja, genau. Was mit den anderen Der ganz Prozessen? logische Schritt ist jetzt, das noch auf die weiteren Prozesse zu übertragen. Die stehen alle auf engem Raum, aber vernetzt sind sie noch nicht miteinander. Und das möchten wir im Rahmen von ACOP erreichen. Super, vielen Dank. Wir freuen uns drauf und sind gespannt. Danke. Dankeschön.